Grenzenlos Radfahren durch 3 Länder. Genau das verspricht der Fennbahn-Radweg. Auf 125 Kilometern führt die ehemalige Bahnstrecke von Aachen bis nach Luxemburg, durch faszinierende Landschaften und vorbei an den Spuren ihrer bewegten Geschichte. Er gilt als einer der längsten Bahntrassenradwege Europas. Ein perfekter Start für unsere Radreise durch Belgien. Doch unser Zeitplan ist straff. Schaffen wir es, die komplette Strecke an einem Stück zu fahren? Wir starten unsere Tour 8.30 Uhr am Hauptbahnhof von Aachen. Bereits ab hier ist der Fennbahn-Radweg ausgeschildert, doch die eigentliche Bahntrasse beginnt erst am Bahnhof Rote Erde. Los geht's auf der Fennbahn. 125 Kilometer folgen wir jetzt diesem einen Radweg. Und danach geht's 900 Kilometer weiter durch Belgien, Frankreich und ein ganz kurzes Stück Niederlande. Wir erreichen den Bahnhof Rote Erde, dessen Name wohl auf die eisenhaltige Erde in der Umgebung beruht. Nun sind wir ganz offiziell auf der Fennbahn, der ehemaligen Eisenbahnstrecke zwischen Aachen und Trois-Virches. Wir sind voller Vorfreude auf diesen Radweg, der uns schon so oft empfohlen wurde. Gleichzeitig nagen aber nach einer kurzen Nacht in Köln Müdigkeit und Zweifel an uns. Ob wir uns nicht zu viel vorgenommen haben. Warum genau fahren wir direkt am ersten Tag 125 Kilometer? Doch wir nehmen die Herausforderung an. Der Fennbahn-Radweg macht uns den Start in die Tour leicht. Denn auf glattem Asphalt rollt es sich einfach ohne Anstrengung. Bald schon begegnet uns das erste von vielen steinernen Viadukten der Strecke. Das denkmalgeschützte Rohlefbach-Viadukt lässt uns in einer Höhe von 25 Metern und auf einer Länge von 128 Metern über dem grünen Tal hinwegradeln. Bahnhofsgebäude aus Backstein und altmodische Signalanlagen am Wegesrand lassen uns schon jetzt so richtig in die Vergangenheit dieser Bahntrasse eintauchen. In den 1880er Jahren erbaut, wuchs die Eisenbahnstrecke der Fennbahn zu einer wichtigen Güterverbindung heran. Zu Hochzeiten musste sogar eine zweite Schiene ergänzt werden. Vor allem Steinkohle und Eisenerz wurden transportiert. Doch Zeit und Weltkriege hinterließen ihre Spuren auf der Fennbahn, sodass ihre Bedeutung nach und nach verloren ging. Ab jetzt wird es kurios. Nach einem kurzen Stück durch Belgien befinden wir uns zwar gefühlt wieder in Deutschland, aber geografisch weiterhin in Belgien. Denn die Eisenbahntrasse wurde nach dem Ersten Weltkrieg zu belgischem Hoheitsgebiet und schneidet seitdem 5 Orte vom deutschen Staatsgebiet ab. So wurde unter anderem der Ort Röttgen in 2 Teile getrennt. Wir radeln also in Belgien, während rechts und links von uns Deutschland an uns vorbeizieht. Das war uns zu diesem Zeitpunkt gar nicht bewusst, was mal wieder zeigt, wie unbedeutend Grenzen in Europa sein können. Zwar ist es schade, dass der Zugbetrieb eingestellt werden musste, doch wir können nicht anders, als über diesen herrlichen Radweg, den es übrigens seit 2013 gibt, dankbar zu sein. Unterwegs begegnen uns nicht nur zahlreiche Infotafeln, sondern auch einige liebevoll gestaltete Cafés und Bistros unmittelbar an der Strecke.
ersten 50 Kilometer sind geschafft. So langsam aber sicher spüren wir in dem Bein, dass wir permanent eine kleine Steigung hochfahren. Doch wir sind gut im Fluss und erfreuen uns unterwegs an den Ausblicken auf die Landschaft um uns herum und an den vielen überdachten Rastplätzen, die an alte Bahnwaggons erinnern. And I know that there's nothing to fear, 'cause we are invincible here. Trotz unseres flotten Tempos werden wir nicht so richtig warm. Die Temperaturen klettern Grad für Grad nach unten und der leichte Regen wird zum Dauerzustand. Unsere Mittagspause verbringen wir nahe des höchsten Punktes der Trasse, bei ungemütlichen 8 Grad Celsius. Zum Glück haben wir mit selbstgemachten Müsliriegeln und Obst eine gute Stärkung im Gepäck. 'Cause we are invincible here. Unterwegs begegnen uns nicht nur Fahrräder. Die Route gehört zum Ravel-Netz der Wallonie. Die Bezeichnung Ravel steht übersetzt für unabhängiges Netz langsamer Wege. Gedacht sind diese Strecken für den nicht motorisierten Verkehr, als auch für Menschen zu Fuß oder auf Inlineskates, für Rollstuhlfahrende oder Reiterinnen und Reiter. Uns wurde der Vennbahn-Radweg schon so oft empfohlen in den Kommentaren unter unseren Videos, dass wir heute echt mal froh sind, den endlich mal fahren zu können. Und passend dazu zeigt sich heute das Wetter von der besten Seite. Es nieselt schon die ganze Zeit, aber wir lassen uns gar nicht beirren. Also es ist ein wunderschöner Radweg, komplett asphaltiert bisher. Und nach den ersten 35 Kilometern bergauf waren wir dann auch ein bisschen erleichtert, dass es doch nicht an unserer fehlenden Kondition oder Kraft lag, dass der Weg so schwer war, sondern einfach daran, dass es wirklich hier immer Dutzende Kilometer bergauf geht. Aber dann rollt man auch mal wieder 10, 15 bis 20 Kilometer bergab. Also da ist alles dabei. Total cool. Und jetzt haben wir noch 42 Kilometer vor uns und sind dann auch happy, wenn wir das dann geschafft haben. Landschaftlich bleibt es idyllisch. Es geht entlang von Feldern und Kuhweiden oder durch kleine Waldstücke. Nachdem wir das Aachener Hügelland hinter uns gelassen haben, fahren wir nun in Richtung des Hohen Venn, einer riesigen Hochfläche, geprägt von Moorlandschaften und von regenreichen, nebligen Wetter. Verkehrslärm, Chaos oder Ampeln gibt es hier keine. Radfahren hier heißt irgendwie auch entschleunigen, die Gedanken schweifen lassen und die Geräusche der Umgebung aufsaugen. An dieser urigen Kugelbahn aus Holz hätten wir gerne einen Versuch gewagt. Doch bisher haben wir in unserer Radreiseausrüstung noch nicht an Murmeln gedacht. Vielleicht sollten wir das in Zukunft ändern. Ja, das ist aber nett. Wir sind ein bisschen schlecht vorbereitet, was das Essen betrifft. Wir hätten ja nicht gedacht, dass hier gar nichts kommt an diesem Radweg. Es gibt sehr viele so Cafés oder solche Imbissbuden, die hier eigentlich an dem Bahnradweg stehen, aber eben nicht im April. Jetzt sind wir hier eigentlich endlich mal in einer größeren Stadt tatsächlich, die man jetzt hier auch durchfahren muss direkt. St. Vith heißt sie, glaube ich. Und hier gibt es 4 oder 5 Pommesbuden, aber keine einzige hat am Montag geöffnet. Deswegen müssen wir uns jetzt wieder mit Riegeln aushelfen. Über Wasser halten. Mhm. Eigentlich hatten wir jetzt gerade echt keine Lust mehr auf Riegel, weil wir schon die Mittagspause mit Riegeln und Obst verbracht haben. Es nützt jetzt nichts. Wir haben Montag und einen regnerischen Apriltag. Die letzte Bergetappe werden wir auch noch schaffen. Es geht nochmal 200 Meter bergauf oder so, 250. Und dann lassen wir uns nach Troisvierge oder Ulflingen auf Deutsch runterrollen. Und da gibt es
Wenigstens ein Lebensmittelgeschäft. Aber eigentlich muss sich ja dieses Zahnrad bewegen. Ne? Halbwegs gesättigt geht es weiter. Schließlich können wir jetzt noch nicht schlapp machen. Auf den Abschnitt hinter St. Vith empfinden wir den Fennbahnradweg als besonders abwechslungsreich und schön. Die Strecke schlängelt entlang von Wäldern und kleinen Flüssen, immer wieder überqueren wir kleine Brücken. Auch das Höhenprofil im Hügelland um St. Vith wird etwas interessanter, wobei die Anstiege noch immer sehr moderat bleiben. Wenig später führt uns der Radweg durch einen alten Eisenbahntunnel. Wir sind immer wieder fasziniert und dankbar, solche alten Bauwerke erleben zu dürfen. Der beleuchtete Tunnel ist nicht sonderlich lang. Dennoch stellen wir uns vor, mit wie viel Mühe und Handarbeit er einst in den Fels getrieben wurde, während wir heute fröhlich und mühelos hindurchradeln. Die 100-Kilometer-Marke überfahren wir kurze Zeit später. An dieser Stelle führt der Weg nach Troisvierge über eine scharfe Rechtskurve vom Bahndamm herunter. Wir befinden uns seit einigen Kilometern in Ostbelgien. Und zwar gar nicht so richtig bewusst, dass in diesem dünn besiedelten Landstrich rund 79.000 Menschen leben, die Deutsch sprechen und damit zu Belgien gehören. Einem Land, das mit seinen 3 Sprachen und seiner vielfältigen Kultur unser Interesse geweckt hat. Kurz fahren wir noch einmal durch einen deutschen Ort, doch nach der Überquerung der Our sollten wir unser Heimatland nun endgültig hinter uns lassen. Nun befinden wir uns im Gebiet der ostbelgischen Ardennen. Nach einer aussichtsreichen Fahrt über Gewässer und entlang von alten Gemäuern passieren wir den ehemaligen Bahnhof Reuland und erspähen kurze Zeit später zwischen den blühenden Kirschbäumen die Ruinen der Burg Reuland, welche im 12. Jahrhundert erbaut wurde. Obwohl wir fast ausschließlich auf einem separaten Weg unterwegs sind, fehlt an einigen wenigen Stellen noch der niederländische Perfektionismus, wie hier an dieser stark befahrenen und zu kreuzenden Straße in Lengelaer, die aber zum Glück eine Ausnahme bleibt. Wir machen uns jetzt auf zum Endspurt. Noch die letzten, so 60, 70 Höhenmeter. Dann geht's nur noch bergab zum Campingplatz. 115 Kilometer sind schon geschafft. Ja, das ist eine schöne Überraschung. Jetzt biegen wir vom Bahntrassenradweg ab, der aber anscheinend sowieso in 1 Kilometer endet. Wir müssen jetzt hier nochmal richtig steil den Wald hoch. Nochmal 50 Höhenmeter. Ja, die Beine sagen Danke. Und wir haben beide so einen Hunger und demnach auch keine Energie mehr. Aber da müssen wir jetzt noch durch. Die Belohnung kommt bald. Mit den letzten Kilometern dann bergab. Ja. Oder es ist dauerhaft irgendwie. Ja, das ist so ein bisschen hier wie beim Milseburg-Radweg, denn der Teil der Bahntrasse, von dem wir jetzt quasi abgefahren sind, führt zu einem Tunnel, in dem eine Fledermauspopulation lebt. Und das wird jetzt noch gesperrt sein. Bei Komoot ist er quasi gesperrt eingetragen und da stand auch halt ein Schild, dass der endet in einem Kilometer. Und unser Zielort war jetzt halt nach links ausgeschildert. Aber wir haben sowieso schon gemerkt, dass dieser
Radweg sehr gut betreut wird, sozusagen. Aktuell gehalten wird, die Schilder sind alle sauber. Die Rastplätze auch, top in Schuss. Also wirklich klasse. Für uns ist ein bisschen schade, dass wir da nicht durch den Tunnel können. Aber egal. Willkommen in Luxemburg. Also in 2 Metern. Jetzt willkommen in Luxemburg. Trotz der Anstrengung dieses Abschnitts und des dauerhaft trüben Wetters lassen wir uns nicht die Laune verderben. Denn schließlich befinden wir uns nun auf den finalen Kilometern unserer Tour. Wir genießen die Abfahrten bei wunderbaren Weitblicken auf die grüne Hügellandschaft Luxemburgs. Auf den letzten Kilometern präsentiert sich der Fennbahnradweg noch einmal von seiner schönsten Seite. Dennoch wird es für uns höchste Zeit, an unserem Ziel anzukommen und etwas Richtiges zu essen. In Trois-Vierges steuern wir mit letzter Kraft noch einen Imbiss und einen kleinen Lebensmittelmarkt an, bevor wir unseren Campingplatz erreichen. Vor lauter Hunger können wir uns in diesem Moment noch gar nicht so richtig darüber freuen, dass wir unser Ziel erreicht haben, den Fennbahnradweg an einem Stück durchzufahren. Wenn es jetzt warm wäre, könnten wir uns hier an den Tisch setzen. Draußen. Oh. Anna hat eine Bank gefunden. Oh. So, jetzt gibt's erstmal was zu essen. Das haben wir uns jetzt verdient. So, ich habe hier einmal, das müsste eine normale sein. Und das ist der eine Tomate. Ups. Ah, sehr gut, ein paar Servietten. Ja, die Pommes. Auch wenn wir jetzt gar nicht in Belgien sind, da ist es nah genug dran. Auf die Rennbahn. Mm. Ja, liebe Leute, da steht jetzt schon unser Zelt. Wir sind gut K.O. und freuen uns jetzt auf eine ruhige Nacht hier. Also der Campingplatz ist auf jeden Fall sehr ruhig. Und ja, hoffen, dass wir uns dann einigermaßen gut auskurieren können, oder? Ja, genau, dass wir echt ein bisschen Kraft sammeln können über die Nacht, denn es war doch sehr anstrengend heute. Und morgen ist dann, ja, geht ja unsere Reise weiter. Das Video endet, aber unsere Reise geht ja weiter und da haben wir auch eine Tour über 100 Kilometer, die vor uns liegt. Deswegen, ja, lassen wir jetzt den Abend ein bisschen im Zelt ausklingen. Ja, werden auf jeden Fall noch eine gute Portion Magnesium trinken und dann, ja, nochmal ganz kurz den Tag rekapitulieren. Ja, auf jeden Fall. War diesmal ein bisschen ein anderes Video. Wir konnten nicht ganz so viel reden, einfach. Wir waren heute wirklich mit Radfahren beschäftigt. Und wir hoffen, dass das für euch trotzdem okay war. Auf jeden Fall können wir den Rennbahnradweg sehr empfehlen. Uns wurde er von euch ja auch schon gefühlt 100 Mal empfohlen. Jetzt sind wir ihn endlich mal gefahren. Wir hätten vielleicht etwas besseres Wetter haben können. Aber so ist es dann nun mal. Es hat jetzt zum Glück nicht allzu doll geschifft. Und ja, jetzt geht unsere Radreise erst so richtig los ab morgen. Und das war jetzt quasi bloß die Vorstellung des Rennbahnradwegs. Und der ganze Radreisefilm dann zu Belgien, der wird dann irgendwann später noch rauskommen, wo es dann die gesamte restliche Tour, die restlichen 10 Tage zu sehen geben wird. Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut gerne immer mal bei uns rein oder ja, aktiviert die Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung kriegt, wenn die neuen Videos rauskommen.
Und dann bedanken wir uns jetzt ganz herzlich nochmal für eure tolle Empfehlung mit dem Fennbahnradweg und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, macht's gut und macht euch selber schöne Touren, macht euch selber schöne Zeit in der Natur. Auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.